In der letzten Folge war ich in Krabi und Ao Nang angekommen und nachdem ich ein paar Tage hier war, verbringe ich nun, bevor ich weiterreise, meine letzte Nacht hier. Ja, ich probiere ja immer gerne was aus und Mango Sticky Rice gibt es quasi jeden Abend bei mir. Und was ich auch immer häufiger hatte, war Mochi. Mochi sind diese kleinen Reisküchlein, die es jetzt zum Beispiel mit Kokosnussfüllung gibt, wobei ich sagen muss, schmeckt schon sehr nach Kokosnuss. Aber ich weiß immer nicht, wie natürlich die wirklich sind. Das ist so ein Reisteig quasi, der gedämpft wird und dann gefüllt wird mit grüner Kokosnussfüllung. Ja, so hat so diesen typischen Bounty-Geschmack. Und was Grünes halt. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall was Süßes. Ich liebe es ja süß. Den habe ich die letzten Tage schon gegessen. Aber was neu ist, Blaubeere. Man muss ganz ehrlich sagen, der ist verdächtig blau. Naja. Ja, also der Geschmack ist schon da. Gestern hatte ich Erdbeere. Das war so künstlich, das ist das hier ehrlich gesagt auch. Aber nun, wenn man es nicht probiert, dann kann man es nie rausfinden. Aber dann ging meine Reise weiter, denn ich hatte die Fährüberfahrt von Krabi nach Koh Lantau gebucht. So. Und nachdem ich richtig gut angekommen bin, gestern hier auf Koh Lanta und erstmal langsam gemacht habe, Essen. Ich wollte zur Massage, habe ich dann aber auch doch nicht gemacht. Nur Essen, Roller besorgen und ein paar Einkäufe tätigen, die ich noch nicht mal alle geschafft habe. Da geht's heute mal los, auch ein ruhiger. Und zwar werde ich jetzt mal zum Strand rüberfahren. Die sind hier ganz in der Nähe. Und dann will ich auch noch ein paar Sachen einkaufen. Vor allem brauche ich ein Messer. Ich brauche unbedingt ein Messer, um das Obst, was ich mir zu kaufe, hier selbst zu schneiden. Weil es ja irgendwie Quatsch, immer dieses geschnittene Obst zu kaufen, was doch ein ganzes Stück teurer ist. Weniger lange haltbar. Ja, deshalb brauche ich ein Messer. Vielleicht kriege ich das im 7-Eleven. Außerdem meine leckeren veganen Protein-Shakes, die sie ja auch im 7-Eleven haben, auf Sojabasis. Und jetzt will ich zum Strand mich noch kurz sonnen, denn ich habe um 13:30 Uhr eine Verabredung, eine Tour, und zwar geht es zur Animal Welfare Lanta, wo ich eine Tour gebucht habe, ja, im Tierheim, würde ich mal sagen. Bin sehr gespannt, hier auch mal sowas zu sehen und nehme euch da einfach mal mit. Ja, jetzt habe ich hier geparkt, very easy. War eine ganz kurze Strecke mit dem Moped. Einfach hier durchfahren aufs Gelände vom Resort rauf, da kann man dann parken und dann geht man ganz einfach durch und kommt hier zum Strand. Da gibt es dann noch ein Restaurant
Und dann ist man direkt auch am Strand. Ja, und ich gehe jetzt mal weiter in diese Richtung hier, wo niemand ist. Ja, ich glaube, ich weiß auch, warum niemand da ist. Man sieht das ja hier bei der Ebbe. Die ganzen Rocks, die da rausgucken. Das ist sicherlich für die Füße nicht so angenehm. Aber ich gehe hier trotzdem mal weiter, denn ich glaube, das könnte ganz gut sein, gerade wenn halt nicht so viele Leute da sind, dass ich meine Drohne mal auspacke und da mal einen Ausblick von oben bekomme. Das ist ja auch immer ganz geil. Liebe ich ja total. Sich ein bisschen umzusehen in der Umgebung, einfach von oben, ja, also aus den Lüften. So, letztens hat eine Freundin, liebe Grüße Miriam, auch gefragt, als sie ein Video gesehen hat, was ich in meiner Story bei Instagram gepostet habe. Folgt mir doch da gerne, ist verlinkt in der Videobeschreibung, Rob Stakowski heiße ich da. Habe ich ein Video gepostet, wo ich ein Longtailboot in Aonang gespottet habe quasi, und das sah schon cool aus. Und da hat sie mich gefragt, ob ich Paragliding gemacht habe, und ich habe gesagt, so, sorry, da bin ich nicht mutig genug, da bin ich ein bisschen Schisser. Aber ja, deswegen gibt es ja diese kleinen, super süßen, einfach zu lenkenden Drohnen. Ja, ist aber halt auch immer so eine Sache, wie gesagt, kannst du halt nicht über hunderte Menschen fliegen hier im Strand. Ist ja auch einfach gefährlich, deshalb suche ich mir dann hier gerne so ein Örtchen aus, wo einfach nicht so viel los ist. So, und jetzt habe ich bei der ganzen Fliegerei doch fast die Zeit vergessen. Und dann noch auf die große Suche nach den ganzen Teilen, die ich hier mitgenommen habe. Also ich muss jetzt schnell zum Moped, weil ich ja gleich verabredet bin im Tierheim. Ist jetzt vorbei und wir haben auch ein paar Hunde gesehen, aber gar nicht welche, die großartig zur Adoption standen. Ich werde jetzt mal nachfragen, ob man sich die auch mal angucken kann. Weil sie werden scheinbar auch nach Europa adoptiert oder vermittelt. Ich habe da vorhin einen Welpen gesehen, der nach Deutschland geht. Ist jetzt ein bisschen schade leider. Ich konnte mir überhaupt... Also es sind zwar alle Hunde, die wir gesehen haben, zur Adoption, aber leider war da so ein Bereich, wo noch mehr Hunde zu sehen waren, wo wir gar nicht waren und den man mir jetzt auch gar nicht zeigen kann, weil irgendwie niemand da ist, der mir das zeigen kann. Ist ein bisschen schade. Wenn ich jetzt einen speziellen Hund mir angucken wollen würde, dann würde das gehen. Dann könnte ich da wohl mit jemandem hingehen. Aber ich kann jetzt nicht durch die Kennel gehen und mir die alle mal angucken. Ja, ist dann jetzt auch so. dann sag ich mal so, dann halt nicht. Aber die können ja nur auch nicht für mich hier, keine Ahnung, oder extra jemanden abstellen, der dann noch extra Besichtigungstour macht. Ich bin dann hiermit jetzt durch, war echt schön, kann ich nur empfehlen. Mit 250 Baht auf jeden Fall eine kleine Investition in ein bisschen tierische Unterhaltung und Unterstützung hier vor Ort. Die haben hier auch eine Kochschule und da überlege ich auch vielleicht nochmal einen Kochkurs zu machen. Weil ich glaube, da hat man auch Zugang zu den Hunden dann. So, jetzt habe ich das Motorrad mal abgestellt. Hier auf Lanta
kann man auch einiges erkunden, auch wenn man nicht an den Strand geht. Also ich war ja nur auch schon am Strand und ich gehe auch gerne nochmal an den Strand. Ich habe heute auch nur einen Strand vor. Mal gucken, ob ich das schaffe. Der ist nämlich ziemlich weit von meinem Resort an sich entfernt gewesen. 17 Kilometer. Und jetzt bin ich einmal komplett in die andere Richtung gefahren, nämlich nach Saladan. Saladan ist der Hauptort, würde ich jetzt mal sagen, wo auch die Fähre ankommt. Weil ich in Saladan nämlich so einen Smartphone-Holder für mein Smartphone gesucht habe, fürs Motorbike. Gab es in den ganzen anderen Shops nämlich nicht auf der Insel, wo ich war. Und jetzt habe ich sowas bekommen. Am Pier gibt es das nämlich. Ganz interessant, hier eine Kautschuk-Farm. Gehen wir mal dichter ran. Will mich jetzt auch nicht hier irgendwie von irgendwelchen Schlangen. Und hier läuft, ja, ganz klar, also klar ist es natürlich entsprechend nicht, aber Kautschuk aus den angeritzten Bäumen raus. Finde ich ganz spannend. Ganz interessantes Thema. Habe ich nicht so viel Ahnung von. Bald aber vielleicht mehr. Ich bin nämlich eingeladen worden und da werde ich auch mal vorbeischauen und mal gucken, was da so geht. Aber erstmal ist noch ein bisschen Entspannung auf der Insel angesagt, auf Koh Lanta. Und ich gehe jetzt zu einem Viewpoint, den verlinke ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung und schau mal, wie der Ausblick von hier ist. Hier waren jetzt gerade 2 junge Frauen, die meinten, es lohnt sich hochzugehen, zu gucken. Haben wie ich Motorrad da unten abgestellt, weil ja, kann man teilweise machen. Aber Leute, ich habe es halt auch schon erlebt, dass ich dann irgendwelche Strecken mit dem Motorbike gefahren bin, die ich zum Schluss bereut habe. Und ihr wisst ja, wenn das Motorbike kaputt ist, dann will der Besitzer ein neues haben. Deshalb habe ich auch lieber abgestellt. Und ein bisschen Sport kann man ja auch immer im Urlaub gut machen. Aber ihr merkt schon, ich komme schon wieder so ein bisschen ins schwere Atmen. Schauen wir mal. Ja, das ist richtig entschleunigend hier. Im Gegensatz zu Bangkok. Ich weiß nicht, ob ihr meine erste Folge des diesjährigen Thailand-Vlogs gesehen habt. Ich verlinke euch die erste Folge mal gerne. Bangkok ankommen, wuseln im Tuk-Tuk. Ist hier entschleunigend natürlich im Gegensatz dazu. Super schön. Und wenn man hier so ein Waldgebiet hat, auch mal wieder die Mittagszeit, 13:42 Uhr. Wie gesagt, ich schone mich da gar nicht. Ich will euch auch wirklich immer das pure Thailand-Erlebnis zeigen. Egal, ob wir 38 Grad haben oder nicht. Naja. Ja, und der Ausblick ist hier wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Bisschen verlassen, so wurde mir das von den beiden auch gesagt. Riesige Schmetterlinge hier, richtig schön. Tolle Vegetation. Ganz natürlich hier. Ich mag das. Mal gucken, ob ich hier noch einen anderen Ausblick kriegen kann. Mit meiner Drohne. So, jetzt geht's zurück. Aus dem Dschungel hätte ich fast gesagt. Ist ja ganz schön dschungelig hier. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich passe auch immer gut auf dem Boden, hebe meine Füße gut an. Denn auf den Straßen sieht man immer mal wieder überfahrene Schlangen. Die sind auch gar nicht allzu klein. Allerdings hat die Giftigkeit ja auch nichts mit der Größe zu tun. Die größten Schlangen sind ja beispielsweise gar nicht giftig. Aber das erinnert mich immer wieder daran, dass es hier natürlich auch Schlangen gibt. Und vor allem auch Schlangen, die giftig sind. Nicht nur Schlangen, die giftig sind, auch andere Tiere, Insekten, die giftig sind. Also immer mal ein bisschen gucken, wo man hintritt im thailändischen Dschungel. Auch wenn das nur auf Koh Lanta ist. Ja. Denkt immer dran, die werden für euch Touristen nicht weggeräumt. Ja, aber wie ist das bei euch denn?
Strand, Dschungel, Kultur oder alles drei zusammen. Es ist der richtige Mix, der es macht. Ich habe ja schon ganz oft gehört von Leuten, die sich auch die Videos angucken. Pattaya, geh doch mal nach Pattaya. Pattaya ist toll. Ich war noch nie in Pattaya und ich glaube, das ist auch nichts für mich, denn Pattaya bedeutet für mich vor allem Strand und ja, natürlich auch ein Stück weit Sextourismus. Was jetzt nicht unbedingt was Schlimmes oder Schlechtes sein muss, aber für mich jetzt nicht wirklich interessant. Von daher war ich noch nie in Pattaya, aber ich könnte wetten, in Pattaya gibt es auch ein paar schöne, interessante, kulturelle Orte und vielleicht sogar Dschungel zum Wandern. Wisst ihr davon was? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es wird ein bisschen dunkler jetzt gerade hier. Ich bin ein bisschen Angst, dass es gleich mega doll anfängt zu regnen. Aber ich habe gesehen, hier in der Nähe war gleich ein Café oder eine Bar, Restaurant, wo ich auch einen tollen Ausblick habe. Und da werde ich jetzt mal hinfahren. Falls es anfängt zu regnen, bin ich da natürlich safe. Ja, so, und ich habe jetzt hier einen schönen Platz mit Aussicht ergattert. Thank you, Frau Kuhn-Kapp. Und meine erste Kokosnuss ist auch schon da. Ich weiß nicht, ob der Platz jetzt so klug ist. Sollte es anfangen zu regnen. Aber dann kann ich mich ja immer noch zurückziehen. Erstmal ist es super schön hier. Ist auch ganz nett, die Abkühlung. Ist temperaturtechnisch eher so mittel 20 Grad, glaube ich. Ja, auch eine schöne Ecke hier. So, ist ganz witzig, denn ich habe jetzt nach einer Genehmigung gefragt für Drohnenaufnahmen, ja, weil das eigentlich hier im Nationalpark natürlich nicht erlaubt ist. Aber ich habe jetzt eine Genehmigung bekommen dafür. Schauen wir mal gleich. Ich werde jetzt hier auch begleitet, glaube ich, damit ich von niemandem weiter angesprochen werde. Denn, ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Genehmigung dafür. Und ich wollte eigentlich mal nach da oben auf den Leuchtturm oder an den Leuchtturm und da gucken. Da hat man sicherlich einen guten Ausblick. Sieht schon mal richtig gut aus. Ganz schön windig hier. Nee, doch, wo komme ich jetzt hier weiter? So. Jetzt versuche ich mal hochzuklettern hier bis zum Leuchtturm, denn da habe ich sicherlich den besten Ausblick und kann am besten über die Insel gucken mit der Drohne. Ja, man hört es vielleicht, es ist einfach zu viel Wind. Hier oben kann ich nicht fliegen. Ich gehe mal runter und vielleicht kann man wenigstens am Strand 2-3 Shots machen. Ich glaube, man merkt, wie windig das ist. Hier man sieht das Wetter schon mega schnell mit einfach. Das ist total schade, aber man sieht auch, das Wetter ist einfach auch ganz schön krass heute einfach. Man hat hier schon einen schönen Ausblick auf jeden Fall. War sehr cool hier, super nette Mitarbeiterinnen vom Nationalpark auf Koh Lanta. Wie gesagt, No Drone Zone.
Aber wenn man einfach mal nett nachfragt, dann ist immer auch eine ganze Menge möglich. Die haben also ein Formular gehabt, was ich dann unterschreiben musste. Und ich musste auch vorzeigen, dass meine Drohne hier in Thailand registriert ist. Das habe ich natürlich vorher getan, damit genau ich an solchen Orten dann auch mal fliegen kann. Man muss natürlich einfach eine Registrierung haben, ja, weil sonst ist es eigentlich illegal und man kann auch empfindliche Strafen dafür zahlen. Inwiefern das jetzt wirklich ein Riesenproblem. Ach, ich sehe gerade, die haben hier sogar so ein Landepad für mich bereit gemacht. Hat auch genau die richtige Größe, habe ich festgestellt. Nee, also meine Drohne ist ja so klein, die wiegt ja 250 Gramm. Nicht mal 250 Gramm. Von daher brauche ich so ein großes Ding nicht. Die kann ich theoretisch sogar aus der Hand starten und landen lassen. Aber da oben war es mir einfach zu windig. Cool hier, gibt auch noch so einen kleinen Trail, den man hochgehen kann. Da schaue ich jetzt auch gleich nochmal nach, ob das interessant ist. Leute, wenn ihr eine Drohne mit nach Thailand nehmt, ja, dann gibt es 3 wichtige Regeln. Ja. Die allerwichtigste Regel ist Registrierung. Sobald ihr hier seid, dafür braucht ihr nämlich euren Einreisestempel. Zweite Regel ist, nicht da fliegen, wo man nicht fliegen darf. Und wenn doch, dann nachfragen nach einer Permission, ja, ob es die gibt. Und die dritte Regel, die allerwichtigste Regel eigentlich ist, niemanden stören, niemanden nerven damit. Ja. Datenschutz ist immer extrem wichtig und wenn ihr irgendwo am Pool liegt, dann wollt ihr ja auch nicht von der Drohne gefilmt werden. Also von daher immer Rücksicht nehmen auf andere. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, ist mir ehrlich gesagt schon zu spät. 1 Stunde ungefähr dauert der Trail hier, der sicherlich auch ganz spannend ist. Obwohl immer, wenn ich Affen sehe, ich ja immer so denke, naja, die kleinen putzigen Tierchen, die ja auch gerne mal diebisch unterwegs sind, was klauen, ja, und auch nicht ganz ungefährlich sind. Immer wieder erlebt. In Ao Nang beispielsweise erinnere ich, wie die Leute tatsächlich die Affen gefüttert haben und gefüttert haben und gefüttert haben und gestreichelt haben. Absurd. Also ein Biss, ja, und keine Ahnung, verlierst deinen Finger oder irgendwas. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall, habe jetzt entschieden, dass ich diese Stunde nicht mehr mache, weil es jetzt gleich schon um 5 ist und wenn es da dunkel ist, ist auch blöd. Die haben ihre Shops hier schon zugemacht und dementsprechend werde ich jetzt auf den Roller gehen und ja, ich glaube, zurück langsam. Oh, und die sprühen sich hier auch alle ein. Können wir auch bald machen. Und nach einer erfrischenden Abkühlung im Hotelpool gab es im Strandrestaurant dann eine leckere, frische Kokosnuss. Abschließend kann ich sagen, Koh Lanta hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine gute Infrastruktur, wo man auch als Tourist alles bekommen kann, aber dennoch nicht zu viel Trubel wie zum Beispiel Phuket oder Krabi herrscht. Mit meinem Resort habe ich mal wieder einen Glücksgriff gelandet, freundliches Personal, richtig schön sauber und natürlich die Anlage und gut gelegen. Koh Lanta hat für alle was zu bieten. Zahlreiche, kilometerlange Strände, aber auch schöne Nationalparks zum Wandern und Ausblick genießen. Und somit verlasse ich Koh Lantau mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Denn ihr werdet in der nächsten Folge sehen, auf welche Trauminsel es mich dann verschlagen hat. Und wenn ihr auch das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.